Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Handelslexikon. Und zwar geht es diesmal wieder um das Sortiment. Wir haben schon ein Video gemacht über die verschiedenen Arten des Sortiments. Also da war beispielsweise das Kernsortiment, das die Produkte betrifft, die unmittelbar mit dem Geschäftsgebaren zu tun haben. Also zum Beispiel Lebensmittel im Lebensmittelhandel. Und es gibt das Randsortiment und das Zusatzsortiment etc. Ich werde dieses Video am Ende dieses Videos verlinken, weil es die Gliederung gut zeigt. In diesem Video geht es um das Sortiment im Zusammenhang mit der Ware. Und schauen wir uns das an, wie hier die Gliederung möglich ist. Und zwar gibt es das Sortiment, das untergliedert wird in Warengruppen. Diese werden untergliedert in Artikelgruppen, in die Warenart, in den Artikel selbst und in die Sorte. Das heißt, ich kann insgesamt 6 Ebenen aufbauen, was natürlich bei einem Dienstleister, der zum Beispiel 3 verschiedene Arten von Webseiten anbietet, nicht notwendig ist, was aber zum Beispiel bei einem Online-Shop mit Millionen Produkte sehr hilfreich sein kann, weil es ist eine gute Orientierung für die Gliederung der Produkte selbst und natürlich auch für zum Beispiel technische Lösungen wie die Suche nach einem bestimmten Produkt. Wenn ich also in den Online-Shop gehe, kann ich nach den verschiedenen Ebenen suchen und ich kann so auch die Darstellung gliedern. Was heißt das jetzt konkret? Nehmen wir das Sortiment. Das Sortiment, das sind alle Produkte, alle Waren, das können auch Dienstleistungen sein, zum Beispiel sehr viele verschiedene Versicherungen unterschiedlicher Anbieter. Alle Waren, alle Dienstleistungen, die ich anbieten möchte. Wenn wir jetzt beim Lebensmittelhandel bleiben, mit dem wir beim täglichen Einkauf am häufigsten zu tun haben, dann betrifft das zum Beispiel die Lebensmittel, die Putzmittel oder die Getränke. Ein Getränk ist kein Lebensmittel, ein Putzmittel sowieso nicht. Aber alles drei können im Supermarkt erworben werden. Die nächste Ebene ist die Warengruppe. Man untergliedert das Sortiment nach einer bestimmten Art. Also sucht man sich jetzt aus, zum Beispiel die Lebensmittel oder die Getränke. Wenn wir jetzt bei den Lebensmitteln bleiben, dann gibt es die Artikelgruppe. Manchmal wird auch als Bezeichnung die Warengattung verwendet. Das ist eine bestimmte Gruppe innerhalb der Warengruppe, die wir vorher ausgewählt haben. Wenn wir uns die Lebensmittel ausgesucht haben, dann kann das zum Beispiel das Gemüse sein oder das Obst. Wenn ich mich also für das Gemüse entscheide, dann werde ich keinen Apfel finden. Wenn ich mich für das Obst entscheide, dann werde ich keinen Spinat finden oder Kochsalat mit Erbsen oder was auch immer. Die nächste Ebene ist die Warenart. Das ist eine bestimmte Form der Ware innerhalb dieser ausgewählten Gruppe. Wenn wir jetzt das Gemüse heranziehen, dann ist ein Tiefkühlgemüse kein frisches Gemüse und ein frisches Gemüse kein Tiefkühlgemüse. Das heißt, ich habe hier eine weitere Untergliederung. Dann wird es schon sehr konkret. Dann kommt nämlich der Artikel. Der Artikel ist ein bestimmtes Produkt. Wir haben also die Lebensmittel, wir haben das Gemüse, dann haben wir zum Beispiel das Tiefkühlgemüse und dann haben wir den Spinat. Das könnte auch, wenn wir das frische Gemüse gewählt hätten, ein offener Salat sein, je nachdem. Und die letzte Ebene ist die Sorte. Die Sorte ist ein präzises Produkt, ein bestimmtes Produkt, auch oft im Zusammenhang mit einer bestimmten Marke. Das heißt, das kann jetzt der Spinat der Marke X sein, das kann aber auch der Spinat der Marke Y sein. Das ist in Wirklichkeit dann das Lebensmittel, das ich in die Hand nehme und in meinen Einkaufswagen gebe, weil ich es einkaufen möchte. Und wenn wir das Ganze jetzt noch einmal zusammennehmen,
dann haben wir die 6 Kategorien mit den Beispielen, wie wir das erarbeitet haben. Das heißt, das Sortiment sind alle Produkte. Die Warengruppe, da haben wir die Lebensmittel herausgesucht. Es hätte auch eine andere Warengruppe sein können. Dann gibt es die Artikelgruppe. Hier haben wir aus den Lebensmitteln das Gemüse ausgewählt. Dann gibt es die Warenart. Beim Gemüse haben wir gesagt, wir wollen ein Tiefkühlgemüse haben. Dann gibt es den Artikel. Wir wollen in Spinat und nicht Kochsalat mit Erbsen oder irgendein Mischgemüse. Nein, es soll der Spinat sein. Und dann gibt es die Sorte und da suche ich mir dann aus, welche Marke das sein soll. In Wirklichkeit wird das tagtäglich so gehandhabt, nur der Privatperson ist es gar nicht bewusst, dass sie diese Hierarchie durchgeht. Weil eigentlich ist das Sortiment schon eine Entscheidung. Wenn ich zum Supermarkt gehe, dann werde ich dort wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar, keinen Ergometer finden. Ich werde aber auch nicht ins Sportgeschäft gehen, um Äpfel einzukaufen. Das heißt, das Sortiment, das Angebot entscheidet, ob ich das richtige Geschäft vorgefunden habe und ob ich dort das überhaupt bekommen kann, was ich mir eigentlich kaufen möchte. Umgekehrt, aus Sicht der Unternehmen, habe ich die Möglichkeit, mit dieser Hierarchie Millionen von Produkten zu untergliedern. Man wird bei den Riesen, wie zum Beispiel den Versandhäusern, oder der größte ist wahrscheinlich ohnehin Amazon, wird man nicht in der Kategorie von Obst und Gemüse oder Lebensmittel eine kurze Hose finden. Die kurze Hose wird man bei der Bekleidung finden. Und man wird bei der Bekleidung für Damen keine kurze Hose für Herren finden. Das heißt, diese Struktur ist in der Suchmaschine online immer berücksichtigt, beziehungsweise hat man die Möglichkeit, innerhalb der verschiedenen Kategorien zu schauen, wie viele Waren habe ich, was muss ich nachbestellen, und bei der Bestellung werden diese Angaben natürlich auch berücksichtigt. Und so kriege ich eine Struktur. Wenn ich nur 3 Produkte habe, brauche ich das alles überhaupt nicht. Wenn ich aber 300 habe, dann ist es schon hilfreich, wenn ich das untergliedern kann. Und so kann man im Handel auch bei sehr großer Stückzahl die verschiedensten Strukturen wählen. Das heißt, ich habe beim Sortiment einerseits die Möglichkeit, was ist mein Kernsortiment, was ist saisonal, vielleicht kurzfristig im Angebot, hat aber mit dem Kerngeschäft nichts zu tun. Und ich habe andererseits die Möglichkeit, vom Sortiment bis hinunter zur Sorte, so wie wir es dargestellt haben, eine Wahl zu treffen und die Produkte, das Angebot zu untergliedern. Und damit haben wir die 6 Ebenen des Sortiments im Zusammenhang mit der Ware kennengelernt. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.